Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Willkommen zurück auf dem YouTube-Kanal von Time Out Racing. Und wenn du neu bei uns bist, ich bin der Sven und wir zeigen dir die Dakar, wie du sie sonst am Fernsehen nicht zu sehen bekommst. Ich habe gedacht, ich mache das Intro gleich direkt von einem meiner Lieblings-Service-LKWs. Von der Größe, von der Ausstattung finde ich einfach genial. Es ist unglaublich warm hier in Barcelona. Ich habe einen Pullover an, aber es ist eigentlich viel zu warm. Ich zeige jetzt euch mal einen Rundgang. Es ist jetzt Donnerstag. Meine Abgabe ist erst morgen vom Fahrzeug, um Freitag um 7:30 Uhr. Bald sollten auch Frank, Adi und weitere vom Team hier mit dem LKW und den Autos eintreffen. Da werden wir mal die Drohne noch in die Luft geben, um das einfangen zu können für euch und mal schauen. Es soll anders sein dieses Jahr. Alles ein bisschen kleiner, haben sie mir am Eingang gesagt, aber das tut nichts zur Sache. Das hat bis jetzt alles einwandfrei funktioniert. Ich bin immer wieder begeistert, wie gut organisiert das ist. Also, kommt mit! Hier einer der Service Trucks vom Fireman Dakar Team. Also sollte ich mal im Lotto gewinnen, werde ich hier mal anrufen. Weiß nicht, vielleicht einfach weil er rot ist, aber er gefällt mir. Auf diesem großen Parkplatz darf man auch übernachten. Also wenn die Teams anreisen, dann darf man hier übernachten. Es hat aber kein Service, also keine Toiletten oder nichts, das muss man selber organisieren, aber ich denke, das sind sich die auch schon bewusst. Tschechisches Team. Die haben so ein Slide-Out-Büro, Hospitality Center oder was man das auch gebrauchen will zum Schlafen. Könnte das auch sein. Sieht man was? Nee, sieht man nicht. Aber es hat eine Toilette drin. Also könnte ein Aufenthaltsraum sein. Ein MAN Classic LKW, also startet in der Classic-Kategorie. Das sieht man hier an der Startnummer, der hat schon die neue für 2025. Und auch die Sponsorenaufkleber, die dann noch vom Veranstalter kommen. So wie das aussieht, ist das nur Tutor aktuell. Hier mal Dämpfer zum Vergleich. Dieses Dakar Pack Rally Sport Team, das habe ich 2024 so nicht wahrgenommen oder nicht mit dieser Beklebung. Die sind auch hier mit mehreren LKWs vertreten. Sieht alles sehr professionell aus. Müssen wir sicher mal vorbeischauen dann, was die für Fahrzeuge haben. Und das Schwarz mit Weiß, simpel, gefällt mir.
para carregar isto nos skates. Sim, porque este cabo que gasta no arco. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Deutsche Zulassung. Way up. Spannendes Fahrzeug mit deutscher Zulassung. Differential hier vorne sieht massiv aus. Was ist eure Meinung? Gefällt euch der Stil von diesen Autos, Fahrzeugen, oder ist das kein Auto? Also ich kriege nichts von Barcelona-Tourismus, aber wenn ihr mal Lust habt, im November nach Barcelona zu kommen, es lohnt sich. Es ist richtig schön warm, Sonne scheint und bei uns zu Hause eher kalt. Also ein Wochenendtrip kann ich empfehlen, auch ohne Dakar. Hier wird noch gearbeitet an den KTM-Maschinen. Bin gespannt, was das für einen Einfluss hat und ob es einen Einfluss hat, da die Insolvenz bei KTM oder die finanziellen Schwierigkeiten, ob man das spürt oder nicht. Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Hier die KTM-Maschinen der Topfahrer, unter anderem auch von Tobi Ebster. Der fährt nicht direkt bei KTM, sondern bei Bus Racing. Ein typisches Dakar-Geräusch, das ist das. Morgens, abends, nachts, beim Schlafen, beim Frühstücken hört man immer. Aber das ist ein lautes Exemplar. Gehen wir hier mal näher schauen, weil bei KTM ist sonst immer zu. Da kann man nicht hin. Ich habe das nur mal in den offiziellen Videos gesehen da bei KTM, also das ist höchst professionell mit Lagersystem. Was ist ein Lager? Jede Menge Reifen auf dem Dach. Überall, was Platz hat, gibt es Reifen zu sehen. Ford, ja, mit dem Raptor, mit einer sehr starken Fahrerbesetzung am Start an der Dakar. Gehen wir mal schauen, ob der da steht. Yes! Mir gefällt die Form. Da werden jetzt die Transporträder demontiert, die richtigen montiert, damit man hier einfach mehr Platz auf dem Hänger hat. Vorne ist noch dran.
sicher hier in Barcelona speziell einmal die Chance, ganz nah ranzukommen. Auch wenn hier bei Ford, die sind ziemlich entspannt, aber so nahe geht man dann trotzdem nicht dran, weil halt gearbeitet wird. Und hier kann man schauen. Unglaublich die Größe da vom Schalldämpfer oder vom Endrohr. Da auf dieser Seite war ja letztes Jahr das Bekleben und Kontrolle der Kleider und so weiter. Das ist dieses Jahr leer. Das erstaunt mich, weil ich habe das als perfekte Location gefunden und ist leer. Das ist ja eine Bauruine. Da, mal schauen. Ich bin jetzt da auf dem Weg. Schon ein bisschen schnuppern, was mich da morgen erwartet. Also hier auch ziemlich krass. 4 Stück von diesen Audi. Der Jörg Sand hat mir aber gerade gesagt, dass da nicht mehr viel Original ist. Alles in GFK gehalten, alles umgebaut. Das wird dann schon spürbar sein auch beim Fahren. Positiv, denke ich mal. Ich hoffe, die halten durch. Sehen sicher super aus. Hat jemand gut Geld investiert. Hier die technische Abnahme von der Classic. Der Jörg ist gleich dran mit seinen LKWs. Und dann denke ich mal, wird auch gleich hier beklebt. Ja. Eine Premiere, der Dacia, das erste Mal live. Sebastian Loeb, Nasser Al-Attiyah und Cristina Guterres fahren da. Das ist das Auto von Nasser. Geiles Gerät. Ziemlich groß, ich weiß nicht, ob das rüberkommt auf dem Anhänger. Ich habe da gerade mit dem Typen vom Team gesprochen, sie haben also gesagt, sie wollen alle 3 auf dem Podest sehen. Ich habe gesagt, das ist ein weit gestrecktes Ziel, aber sieht cool aus. Sieht man nicht viel, ja? Blendet. Genau. Gibt sicher noch eine Möglichkeit.
gehen wir da mal noch rein. Nutzen wir die Chance. Das ist cool. Werkzeug, alles griffbereit, gleich bei der Türe. Sehr cool. So, jetzt stehen die da noch ein bisschen schöner aufgereiht. Traumhafte Fahrzeuge. Unglaublich cooler Ton, Sound. Jetzt der vierte sollte es dann auch noch kommen. Vom Design her, welcher gefällt euch am besten? Der? Oder der blaue? Oder der mit Gelb? Also für mich ist definitiv dieser. Vermutlich weil es am Urquattro angelehnt ist. Und jetzt kommt noch der letzte. Hi.